Allegra und hallo liebe Freunde der Rhätischen Bahn. Es gibt viele attraktive Züge bei der RHB, doch einer der Züge führt eher ein Schattendasein bei Fotografen. Es handelt sich um den Allegra Stammnetztriebzug ABE 416. Ein vierteiliger Zug, von dem 5 Einheiten von 2011 bis 2013 hergestellt wurden. Die Züge sind vorgesehen für den S-Bahn-Verkehr zwischen Schiers und Thusis bzw. Rhäzüns. Das Streckenprofil ist dort relativ flach, die Eisenbahnstrecke führt durch weitgehend bebautes Gebiet. Attraktive Fotostandorte mit zum Beispiel großen Viadukten findet man dort nicht. Die S-Bahn nach Rhäzüns hat den Bahnhof Reichenau-Termins verlassen und überquert auf der neu erstellten Brücke den Hinterrhein. Es ist Herbst geworden in Graubünden und wir sind nicht die einzigen, die sich heute hier platzieren, denn der S-Bahn soll ein Güterzug folgen mit einer GE 662, die dann am Ende dieses Tages für immer abgestellt wird. Eher selten ist der Stammnetz Allegra in der Rheinschlucht zu sehen, wie hier bei Trien an der markanten Steinschlagschutzwand. Von Thusis kommend befährt die S-Bahn nach Chur die alte Hinterrheinbrücke in Stahlgitterbauweise aus dem Jahr 1895. Im Vordergrund sehen wir die zweite in 2018 neu erstellte Hinterrheinbrücke. Der Zug wird gleich seinen Endhalt, den Bahnhof Chur, erreichen. Die S-Bahn nach Schiers ist unterwegs nach Landquart, nächster Halt ist dann gleich Igis. Seit 2019 hat die RHB Dutzende von Capricorn-Triebzüge beschafft, ebenfalls vierteilig mit ähnlichen Leistungsdaten wie der Stammnetz Allegra. Beide Züge haben in dem einen Endwagen den Antrieb auf 4 Achsen und der andere Endwagen fungiert als Steuerwagen. Die wesentlichen Unterschiede sind: Der Stammnetz Allegra hat eine höhere Dauerleistung und ist mit einer Standardkupplung ausgerüstet. Man kann also Wagen aller Art ankuppeln. Der Capricorn fährt vorzugsweise als Flügelzug und hat daher eine automatische Kupplung vom Typ Schwab. Wagen kann er nicht ankuppeln, nur Züge gleichen Bautyps. Die Anhängelast des Stammnetz Allegra ist eher gering. Hier die Möglichkeiten in Abhängigkeit der Streckenneigung. Äußerst selten führt der Stammnetz Allegra einen zusätzlichen Wagen mit, wie hier in Unterfatz mit Steuerwagen BT.
2022 gab es erstmalig regelmäßige Einsätze mit 2 zusätzlichen Wagen, nämlich im Engadin. Triebzug 3105 verlässt eben Sammeden mit einem Velowagen und dem Steuerwagen BT. Der Stammnetz Allegra 3104 ist auf dem Weg nach Pontresina mit einem Einheitswagen 2 und einem in 1999 abgelieferten Steuerwagen. Die Stammnetz Allegra übernahmen RE-Leistungen, die zuvor mit GE 442 und Einheitswagen gebildet wurden. Hier sehen wir 2 Stammnetz Allegra in Doppeltraktion beim Engadiner Skimarathon. In Unterfatz ist der Stammnetz Allegra sogar mit 2 Zweisystem Allegra in Trippeltraktion unterwegs. Einzigartig ist wohl auch diese Zugbildung mit dem Stammnetz Allegra im Engadin auf dem Weg nach Pontresina. Und hier noch eine spezielle Zugbildung. Im Mai 2015 wartet die dieselelektrische Lok GMF 442 mit dem Stammnetz Allegra 3105 den Gegenzug ab, um dann die Fahrt in Richtung Disentis fortzusetzen. Im März 2024 wird hier morgens um 6 Uhr der Stammnetz Allegra über das Landwasserviadukt ins Engadin überführt. Nach der Hinterrheinbrücke verzweigen sich die Gleise und der Stammnetz Allegra nimmt die Steigung in Richtung Thusis. Man hört bereits den Güterzug aus Ilanz und es kommt zu einer Begegnung von Fahrzeugen zweier völlig unterschiedlicher Generationen. In Unterfatz fährt der Stammnetz Allegra 3102 ein, der komplett in typischem RHB-Rot lackiert ist. Nur 2 Triebzüge dieser Serie wurden foliert mit Werbeanschriften. Nämlich der Zug 3104, den wir hier sehen, mit Werbung für die Weltmeisterschaft 2017 in St. Moritz. Weiterhin trug der Zug 3105 jahrelang die Aufschrift für das Bündner General-Abo. Hier sehen wir den Zug in voller Fahrt auf den Weg nach Chur. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h, wobei aber technisch der Zug für 120 km/h ausgelegt ist. Als S-Bahn-Linie 2 ist der Stammnetz Allegra 3105 mit der auffälligen Büger-Werbung zwischen Igis und Zizers unterwegs. Und das war zum Schluss nochmal der Triebzug 3105 bei Cadiz.